So, ich habe mir die Frage gestellt, hören wir eigentlich richtig zu? Auch was hören wir jetzt gerade? Irgendwas summt, vielleicht klopft das Herzle bei mir. Draußen hören wir Flugzeuge. Das heißt, unser Ohr ist eigentlich so komplex und kann so viel aufnehmen, dass das für mich eigentlich der Hauptorgan klingt ein bisschen doof, aber ich denke sehr viel mit den Ohren und weniger mit den Augen. Auch bin ich Designer oder vielmehr ich design, aber das Ohr hat es mir irgendwie angetan. Und wenn ich denke an Covid oder wenn ihr zurückdenkt an Covid, da war plötzlich alles anders. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Alles hat anders geklungen. Es waren weniger Autos unterwegs. Wir sind mehr nach draußen gegangen in die Natur. Haben plötzlich Vögel gehört auf Plätzen, die uns sonst gar nicht aufgefallen sind. Und das Ohr wurde auch neu entdeckt, in dem Sinn, dass wir auch viel mehr uns abschotten wollten, wenn wir irgendwie Online-Meetings hatten. Ja? Also das heißt auch nochmal, probieren wir uns irgendwie von anderen, damit wir andere weniger hören. Und wenn ich den Link dann mache, vor allem auch mit gestern, mit dem Klima, wo wir die tollen Visualisierungen gesehen haben gestern, habe ich noch gedacht, naja, visualisieren, man kann auch sonifizieren, also Daten überbringen in Klang, und sich das mal anhören und dann fiel mir auf, naja, wir werden alle ein bisschen älter. Ja, Moment. Ich war beim Ohrenarzt und habe gecheckt, wie viel Hertz ich noch hören kann. Das sind 11.000, da habe ich sogar noch ein Kompliment gekriegt. Aber wenn ich jetzt überlege, dass wir die Klimadaten übertragen, dann ist ja genau das unser Problem. Anscheinend hören wir wahrscheinlich immer weniger. Das heißt, wir müssten, wenn wir die übertragen wollten, vielleicht sogar nach unten transponieren, 1 oder 2 oder 3 Oktaven, damit wir eigentlich Sachen besser hören. Das war für mich so eine Initialzündung, wenn wir Dinge miteinander vergleichen, vom einen Analogie in die andere, dass wir auch immer gucken, wie kann man die Dinge miteinander vergleichen. Das Gleiche ist mit Fledermäusen. Wenn du mit Fledermäusen eine Soundaufnahme machst, musst du 96 Kilohertz machen, dann 3 oder 4 Oktaven runter transponieren und dann hört man praktisch, wie die klingen. Weil unser Ohr hört sie nicht, aber das Mikrofon, das hört sie schon. Also ich bin fasziniert vom Hören überhaupt. Und ich denke und hoffe, ihr irgendwie auch. Weil Musik, das ist meine Erfahrung, jeder hat seine Musik. Und das ist, wenn ich in Organisationen arbeite, als freier Berater, benutze ich Musik oder eigentlich Musikdenken, also weniger die Musik, und das erkläre ich gleich, wie ich das mache. Und ich fange eigentlich immer mit den Leuten an. Nicht so von, hey, guck mal, das klingt gut oder ich habe da eine Musik, um auf die Bühne zu kommen, sondern ich frage die Leute, wie hört ihr? Und das wäre jetzt meine erste Frage an euch, an jeden Einzelnen von euch. Denkt mal, Musikstück, das euch jetzt gerade einfällt, das euch vielleicht gefällt oder vielleicht habt ihr auch einen Link mit einem bestimmten Musikstück. Und hat jeder eins? Ja? Okay. Behaltet es mal, das benutzen wir nachher noch ein paar Mal. Weil, wenn ich mit Organisationen arbeite, sage ich immer, ich habe eine Hypothese. Und die ist nämlich die, so wie ihr Musik hört, so hört ihr auch auf andere Dinge. Auf eure Partner, auf den Kunden, auf die Gesellschaft. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist nicht interessant, weil ich bin kein Wissenschaftler. Die Frage ist nur, hey, bringt uns die Frage irgendwo hin? Und meistens ist das eigentlich die Bewegung, dass die Leute sagen, ja, ich hätte jetzt auch ein anderes Musikstück mir ausdenken können. Das wäre dann wieder ganz anders. Sage ich, be my guest, ist gut. Aber nehmt es mit, dass es einfach nur so Musik hören, meiner Meinung nach, einfach nicht gibt. Und es hat mit dem zu tun. Auch das Thema Halt im Haltlosen. Also wenn ihr das seht hier, das ist der Squiggle oder das Gekritzel oder das Gekrakel, das Chaos. Und ich meine, dass es, wenn man das Chaos erkennt, einen musikalischen Weg aus dem Chaos geht, indem man nämlich versteht, dass das Einfachste von der Musik eigentlich die Sinuskurve ist und die ist nicht nur der eine Teil, sondern einfach immer die Kurve praktisch besteht aus 2 Teilen.
Ja, das heißt, auch wenn ihr im Design Thinking seid, es gibt immer die Problem Space und die Solution Space. Es gibt immer den einen Ausschlag und den anderen Ausschlag. Wir hatten es gestern auch darüber geredet, es gibt langsam und es gibt schnell und so weiter. Also ich bin sehr auf diesem Dynamischen. Und das heißt, wenn ich in dem Chaos bin und ich zoome eigentlich in das Chaos rein, dann habe ich irgendwann, ich sage jetzt mal im abstrakten Sinn, eine Linie. Und dann erfahre ich das Chaos vielleicht gar nicht so, aber wenn ich rausgehe, oh je, dann kommt das ganze Ding überhaupt erst nach vorne. Also für mich ist das irgendwie ein Sinnbild, wie ich an Aufgabenstellungen, Probleme rangehe. Und dann gibt es sowas. Wer von euch benutzt Spotify? Ja, so ein bisschen ein bisschen mehr als die Hälfte. Wisst ihr, wie viel Spotify nennt es Genre-Types, also praktisch Musikstile, Spotify hat? Einfach mal rufen. 80, 200. Sehr gut. Also 6000 Genre-Types, mehr als 6000 Genre-Types. Und das ist interessant, weil ihr versteht schon, mir geht es nicht um die Musik eigentlich. Ich nehme das einfach nur als Sprungbrett, um Analogien in anderen Feldern zu suchen. Denkt von, aber das ist schon mal gut. Ich habe 6000 verschiedene Namen für etwas. Können wir gleich mal rauskriegen. Ihr könnt jetzt auch mal den Check machen bei euch. Das Musikstück, was ihr gerade jeder im Kopf habt. In welches Genre fällt das eigentlich? Und hier gibt es ganz verrückte, zum Beispiel Emo-Rap, Sartenio, Universitario bis Punk, Türkisch Pop-Chanson, Brasilien EDM und so weiter. Also es sind 6000. Ich habe einen Podcast, englischen Podcast, wo ich Leute, die was Interessantes machen und Musiker sind oder mit Musik zu tun haben, mit denen habe ich ein Gespräch. Und ich habe im Dezember den Data Alchemist von Spotify gesprochen, genau die Person, die diese Genre-Types sich ausdenkt und vor allem neue hinzufügt. Es war total spannend, weil er gesagt hat, neue Genre-Types entstehen jetzt nicht mehr aus der Musik selber, als dass jemand sagt, ich spiele jetzt Indie, Turkish Pop, Rock und dann gibt es ein neues Genre, sondern die nehmen die Daten, oft auch lokale Daten, gucken, wie Leute hören, also echte neue Konglomerate und denen geben sie dann später einen Namen. Also sehr, sehr spannendes Thema. Und Musik ist ja genial. Wieder euer Musikstück. Wie viele Leute spielen damit? Wer hat ein Solostück? Ja, wer hat, wo ein Duo spielt, Trio, Quartett und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Ich finde es total spannend, um zu hören von, hey, mein Musikgeschmack oder das, was ich gerne höre, ist das mehr eine Person auf der Bühne, Singer-Songwriter, oder ist es ein Orchester, ein großes Orchester? Ihr seht auch, hier habe ich verzeichnet, ab wann brauchst du eigentlich einen Dirigenten? Und das ist ungefähr bei 9. Letzten Dienstag habe ich einen neuen Podcast hochgeladen vom Orpheus Chamber Orchestra. Schon mal jemand gehört? Jemand? Das ist das einzige Orchester der Welt, das genau seit 50 Jahren immer ohne Dirigenten spielt. Es sind aber 50 Leute, die spielen Beethoven das dritte, Eroica, spielen die mit 50 Leuten, aber das ist kein Dirigent. Das heißt, die haben eine andere Art, einander zu führen. Weil der Dirigent ist dazu da, um zu synchronisieren, weil 50 Leute, wenn die sagt, okay, spiel, dann geht's. Ja, das heißt, die müssen natürlich echt dran üben. Und deswegen gefällt mir das total gut, um auch hier wieder, ich sage jetzt mal, Systeme zu haben, wo man sagt, aha, wie groß ist das, wie viele Leute sind das? Ach ja, Bayreuth, Orchester, oh ja, wie viel sitzen unten, wie viel sitzen auf der Bühne? Also plötzlich entsteht so ein ganzes Feld. Und ein Schritt weiter, also nochmal das Musikstück, das ihr jetzt im Kopf habt, wird gesungen in euer Musikstück. Bitte Hand heben. Okay, danke. Instrumentalstücke? Aha, das ist zum Beispiel ein Riesenunterschied. Und bei denen, wo gesungen wird, wird Englisch gesungen? Aha, interessant. Noch eine andere Sprache? Ah, echt alle Englisch? Interesting. Das heißt, ja, weil ihr habt schon gemerkt, alle meine Slides sind auf Englisch. Haben wir, glaube ich, eingangs nicht gesagt. Ich wohne seit 23 Jahren in Holland, rede eigentlich täglich Holländisch und Englisch eigentlich hauptsächlich. Das heißt, wenn ich irgendwie
einen komischen Versprecher mache, dann kommt es, weil ich dann mehrere Sprachen durcheinander habe und alle Slides sind immer auf Englisch. Wenn ich sage auf dem Service, das Musikstück, wo habt ihr das zum letzten Mal gehört? War das in der Playlist, Streaming oder habt ihr es auf CD oder auf LP gehört? Live, genau, live, genau. Das heißt, das ist was ich dann sage. Genau. Das heißt, das ist, was ich sage, Service. Ich finde interessant, was ist der Zweck und wie wird das Musikstück gebraucht? Und irgendwann kann man natürlich auch sagen, was ist euer Song? Woraus besteht der? Was wir gerade gesagt haben, wird gesungen oder ist es onomatopoetisch? U2 zum Beispiel, wenn die praktisch im Übungsraum sind und neue Stücke haben, wird immer erst Musik gemacht. Und Bono macht dann, das heißt offiziell auch Bongolese, der singt und nachher wird es aufgenommen und auf Basis von diesem Duktus wird dann ein Text gemacht. Das heißt, der Text kommt viel später. Also interessant, ist auch eine interessante Arbeitsweise, um einfach im Design Thinking, wie wir sagen, ist Prototyping. Ja, man probiert einfach was, probiert es wieder aus, verändert es, iteriert es immer wieder. Und so gibt es verschiedene Arbeitsweisen. Und ja, lassen wir es mal hierbei. Das heißt, als Musiker gibt es eigentlich immer 4 Phasen. Listen, Tune, Play, Perform. Listen, zuhören. Und im übertragenen Sinne ist es für mich alle Art von Daten. Also auch visuelle Daten, qualitative Daten, quantitative Daten. Also alle Arten von Informationen, die uns zukommen. Es gibt sowas wie Tune. Das könnte man auf Deutsch übersetzen mit dem Einstimmen, Abstimmen, Zustimmen. Das ist toll, das Deutsche funktioniert, dass man das Stimmen, da hat man immer Sachen, die man davor setzen kann. Aber das Tune ist also für mich im Übertragenen da, wo Entscheidungen auch getroffen werden, wo es eigentlich darum geht von, okay, jetzt spielen wir mit oder ohne Gesang oder es ist eine Reggae-Nummer oder es ist vielleicht Punk, wie auch immer. Das ist praktisch im Tune. Play ist auch das bisschen Ausprobieren, auch das Spielerische. Und Perform ist, es ist 8 Uhr, Licht geht an, Vorhang hoch. Und dann wird nicht nochmal gefragt von, ja, Moment, ich muss noch das. Nee, Show must go on, das ist Performing. Und in dem Sinn fand ich eigentlich Musik, für mich, ich bin seit 15 Jahren, 20 Jahren arbeite ich als Design Thinking, im Design Thinking, war für mich Musik eigentlich viel mehr dynamischer, weil es eigentlich viel mehr ein Service ist auf der Bühne als ein Produkt. Lassen wir jetzt mal die CD auf der Seite. Es ist eigentlich viel mehr ein Service, den ich liefere, als ein Produkt im Design. Und das hat mich eigentlich sehr angesprochen. Und aus dem Ganzen habe ich ein Framework mir ausgedacht. Ich zeige es euch nur ganz kurz, weil es ist noch ein bisschen komplizierter. Es sind Listen, Tune, Play, Perform als Phasen. Und ihr seht schon, Listen geht durch alle Phasen durch. Das heißt, die Listen ist immer anwesend. Es gibt immer neue Informationen, die reinkommt. Auch während ich Musik mache, muss ich zuhören, wie die anderen sind. Ob es klassische Musik ist, dass ich mich irgendwie nicht vergeige, also in der Tonhöhe, oder ob es im Jazz ist, dass ich gut darauf reagieren kann. Und dann habe ich drunter ein Niveau, und das seht ihr auch ein bisschen Challenge Space und Solution Space. Design Thinker erkennen das. Also doing the right thing und doing things right ist praktisch im Zentrum. Und dann habe ich sowas wie ein Cue, nenne ich das. Ein Cue ist sowas wie ein Einsatz. Also wenn der Dirigent so macht, ist ein Einsatz. Oder wenn die Band am Ende alle und das ist eigentlich auch ein Cue. Also praktisch irgendwie ein Zeichen, dass wir jetzt miteinander synchronisieren müssen. Ich habe die Cues verschiedene Namen gegeben. Und es gibt zum Beispiel, ich nehme mal nur einen raus, Score, das ist eigentlich Partitur, aber ich nehme es im extrem übertragenen Sinn, eigentlich alle Arten von Absprachen, die wir mit. Da gibt es 2 Seiten, das hat man eigentlich eingangs auch. Ein Showing und To-Do, das heißt, ein Vision oder ein Mission ist so ein typisches To-Show. Da wollen wir hin. Ja, aber da wissen die Leute nicht genau, was sie machen sollen. Und ein To-Do ist eine genaue Handlungsanweisung oder vielleicht ein Guiding Principle. Und wenn ihr das in der Musik nehmt, ist praktisch an der linken Seite mehr so etwas wie eine grafische Partitur, wo wir eine Idee haben von, oh, da könnte die Musik hingehen. Und beim To-Do ist, wenn ich Beethovens 5. habe und ich spiele Triangel, dann weiß ich spiele nicht in den ersten 8 Takten. Da spielen die Geiger. Das heißt also eine klare Handlungsanweisung. Aber ich gehe jetzt nochmal auf das obere Niveau, Listen, Tune, Play, Perform, wie die Phasen durcheinander gehen.
Und jetzt kommen wieder die 6000 verschiedenen Varianten rein. Und eigentlich denke ich, dass das viel mehr sein. Das heißt, dieses Listen, Tune, Play, Perform kann auf Basis, wie diese Cues sich zueinander verhalten, gibt es eine andere Dynamik. Und ich habe den Dynamiken einen Namen gegeben. Zum Beispiel der erste, das ist ein bisschen eine Art Wasserfall, so klassisch. Irgendeiner hat eine Idee, die schreibt er auf, ganz genau, seit Beethovens wissen wir, es gibt ein Metronom. Wenn der MM 120 steht, ja, wissen wir genau, wie schnell das tickt. Und dann gibt es eine Übungsphase, es wird einstudiert und dann wird performt. Es gibt aber noch eine ganze Reihe, ich sage jetzt mal minimal 6000, ja, wahrscheinlich noch viel mehr. Und das ist auch ein bisschen die Idee selber, dass ich euch einladen möchte, um, sage ich mal, drüber nachzudenken, wie die Musik entstanden ist. Und ihr seht, das habe ich gerade nicht erwähnt, dass dieses Listen, Tune, Play, Perform, wenn ihr vielleicht mal Musikunterricht hattet, kennt ihr dieses schwarze Zeichen. Wer weiß, was das heißt? Das ist eine Wiederholung. Das heißt, es funktioniert nur, wenn es iterativ ist. Das heißt, wir gehen nicht einmal durch, wie es eigentlich im Wasserfall wäre, sondern wir gehen so schnell wie möglich durch, damit wir nochmal durchgehen können. Das heißt also, das Prinzip der Iteration ist eigentlich die Basis von Musik. Das heißt nämlich, wenn ich heute Beethovens 5. gespielt habe, den ihr habt alle applaudisiert, und ich muss morgen nochmal spielen oder nächste Woche, heißt es ja nicht, dass ich die ganze Woche nichts machen muss, weil es war ja so gut letzte Woche. Nee, ich muss eigentlich trainieren, um auf dem Niveau bleiben zu können. Das heißt, die Iteration ist da voll drin. Aber dann gibt es auch sowas, alles passiert zur gleichen Zeit. Es ist nicht linear, manche Leute sagen chaotisch. Ich spiele seit mehr als 40 Jahren Free Jazz, freie Improvisation, 10 Saxophone, zeitgleitig, ohne Absprache, im Raum, immer die gleichen Leute. Und du gehst auf die Bühne und du weißt eigentlich noch nicht, was du spielen sollst, bis einer anfängt. Das ist eigentlich das ist so ein bisschen das. Das heißt eigentlich, das ist das Normal. Das heißt, es ist auch ein Modell, aber wie gesagt, das ist genauso ein Supermodell, dass jemand eine geniale Idee hat und Musik aufschreibt und andere, die können das gut spielen. Na, gehen wir weiter. Ja, genau. Wie arbeite ich damit? Kennt das jemand, das Zeichen? Genau, die holländische Bahn. Na, bei denen haben wir eine Reorganisation gemacht mit 500 Leuten. Die Kolumnen müsst ihr euch so denken, 2 Wochen Sprints. Und wir haben die Organisation Design haben wir gemacht. Unter anderem auf Basis von Music Thinking. Und ihr seht, dass hier die Dynamiken ganz anders sind. Am Anfang haben wir mehr klassisch gespielt. Erst machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das. Dann gab es so eine Überlappungsphase. Und hier hatten wir das Konzept, als ins Detaildesign ging, war auch kurz bevor es dann der Unternehmensrat zustimmen musste und dann ging es um die Chefetage, ging ja um 500 Leute, IT-Abteilung und die Marketingabteilung musste zusammen, also IT und Vertrieb. Komplett neue Organisation und als wir das hatten, haben wir die Teams wieder gesplitzt und hier seht ihr auch, dass wir zum Beispiel mit LSP, Lego Serious Play, haben wir die neue Organisation gebaut, Element für Element. Wir hatten 8 ich muss gerade überlegen, wie man es übersetzt, 8 Units oder Departments plus 10 Dinge, die eigentlich quer durch die Organisation hindurchgingen. Wir haben jetzt mit Teams aus jedem Teil haben wir auf der Art zusammengearbeitet. Und die Dynamiken haben in dem Fall geholfen, um klarzumachen, wir werden in eine Phase gehen, da kriegst du sowas wie Jazz. Und ob dir das jetzt gefällt oder nicht, ist völlig egal, aber es ist ein anderes Prinzip. Und wir haben gemerkt, dass den Leuten sagen, das verstehen wir. Ich mag zwar kein Jazz, ich mag vielleicht auch keine Chaos, aber ich verstehe es, dass es wenigstens etwas ist, dass man es benennen konnte. Das war ein wichtiger Impuls. Genau, und gehen wir wieder zurück auf die Dynamiken, auf die verschiedenen. Und das ist eigentlich, was ich mit euch machen will. Kleiner Blick auf die Zeit, bin ich noch gut. Ich will mit euch ein paar Dinge ausprobieren. Und zwar, ich zeige euch mal dieses Slide. Das ist auch im Buch drin. Gibt es übrigens alle Schwarz-Weiß-Slides, die ihr gesehen habt. Die sind aus dem Buch und die sind auch auf der Website, könnt ihr downloaden, auch in einem Workshop benutzen. Ich habe die Übung letztes Jahr gemacht mit dem Europäischen Parlament, mit Generalsekretär Welle und seinem Kabinett. Und da war die Frage, gleich gibt es eine andere für euch, aber da war die Frage, welche Position des Führens
denkt ihr, dass wir in den nächsten, das waren das 9 Monate, mehr machen sollten? Ja, und ich zeige euch gleich, wie ich das mache. Ihr kriegt aber eine andere Frage. Aber bevor wir genau verstehen, was ich hiermit meine, machen wir eine kleine Übung. Und zwar, stellt euch vor, wenn es über Führung geht, haben wir oft den Dirigenten als Beispiel. Genauso wie wenn es um Kreativität geht, geht es immer über Jazz. Das ist also echt so fast so ein bisschen eine offene Tür. Aber ich finde, dass der Dirigent ja eigentlich gar nicht unbedingt der Leader ist, sondern ist eigentlich der erste Follower vom Komponisten. In klassischer Musik wenigstens. Ja, das heißt, es ist ein Verhältnis. Der hat es genau aufgeschrieben und das heißt, das ist für mich genauso eine Leadership Position, um etwas gut aufzuschreiben, so wie es eine Leadership Position gibt, um Leute genau zu koordinieren. In der Popmusik gibt es den Producer. Das ist eigentlich oft auch derjenige, der keine Musik selber spielt. Das ist derjenige, der guckt, dass es genau passt, wie der Markt es eigentlich gerne möchte. Das ist eigentlich mehr von dem Market-driven, wenn wir die Analogie nehmen, während bei klassischer Musik ist es mehr ID-driven oder mehr von der Kreativität vom Komponisten. Und witzigerweise, beide machen kein Geräusch. Weder der Dirigent macht aktiv Musik, noch weder der Producer im Studio, aber der sorgt dafür, dass das beste Produkt, dass das Beste aus den Leuten rauskommt, damit es auch dem Markt gefällt. Und auf der Seite haben wir, sagen wir dann im Jazz, in der Barockmusik gibt es das übrigens auch, Improvisation, auch in außereuropäischer Musik oder im Blues. Da gibt es einen Improviser, das ist eigentlich so eine Art Instant Composer, der komponiert aus dem Nu. Und der ist immer auch Hauptakteur. Also der macht schon Geräusch. Also ein Improviser hat immer ein Instrument, die stehen ja hier in der Mitte. Und dann gibt es links oben einen Teil, den wir oft nicht so gut hören. Das ist, ich habe es jetzt mal hier, Folk, Ritual, World, Indigenous. Das heißt, oft hören wir eigentlich nur unsere westliche Musik. Deswegen Spotify ist eigentlich auch ein bisschen doof, ehrlich gesagt, weil das sind ja eigentlich nur die Sachen, die in Spotify sind. Ja, es gibt ja noch viele Musik, die nicht in Spotify ist. Musik, die selber kreiert wird. Musik aus Arabien, aus Australien, Didgeridoo, Ravi Shankar, wobei ich habe mich neulich belehren lassen, Ravi Shankar ist natürlich eigentlich auch klassische Musik. Also eigentlich ist es mehr auf der oberen Linie. Aber es ist eine andere Art zu arbeiten, weil Ravi Shankar zum Beispiel, als er zu seinem Guru ging, um Sitar zu lernen, dann zieht er bei dem ein. Der macht auch einen Einkauf für den. Hat seine Tochter geheiratet. Ist also eine ganz andere Zusammenhang. Und wenn ihr das wollt nach Organisation, und ich sage jetzt mal alles in Anführungszeichen, weil das ist eine extreme Versimpelung, ich will euch nur in die Richtung helfen, kannst du auch sagen, das ist vielleicht ein Multinational, hier haben wir es Marketing-Driven Organization, Startup und Familienbusiness, wie auch immer. Aber das ist eigentlich nur, um die Anschlussfähigkeit für die Analogie zu haben. Und jetzt will ich euch fragen, ich spiele euch ein paar Musikstücke vor und wenn das läuft, hätte ich gerne, dass ihr in die Richtung zeigt. Also rechts oben ist Klassik, links oben ist Folk, links unten ist improvisiert und rechts unten für euch ist Producer. Los geht's. My mama don't like you and she likes everyone. Zeigen. Sehr gut. And I never like. Kennt jemand die Stücke übrigens? Könnt ruhig reinrufen. Was ist es? Genial. Wer kennt's? 1960. Ornette Coleman, Free Jazz. So frei ist es gar nicht mittlerweile, finde ich. Aber und der Witz ist auch, was ihr gerade gehört habt,
die sind extrem konzentriert, das war der Anfang vom Stück übrigens. Einer fängt an und die anderen gehen sofort danach. Achtung, ups. Dann sagen sie, wieder da. Und das haben sie, weiß nicht, ob sie das ausgemacht haben, aber wie auch immer, so, wir sind da und jetzt gehen wir irgendwo hin. Das heißt, Instant Composing, es kommt aus dem Nu. Und das Verrückte ist, wenn ihr solche Sachen öfter hört, dann klingt es gar nicht mehr so chaotisch und denkt von, hey, ja, also es braucht euch ja nicht gefallen. Aber es ist was von, ich erkenne Struktur. Das heißt, wenn... Genau. Und wie laut. Ja. Okay. Und jetzt würde ich mit euch, haben wir noch 10 Minuten? Ja? Genau. Jetzt würde ich ganz gerne mit euch das machen, warum ich euch gefragt habe, ein Musikstück in Gedanken zu nehmen. Und dann würde ich euch ganz gerne fragen, aufzustehen. Und guckt euch nochmal dieses Feld an und macht mal denkt euch mal, dass dieser Raum jetzt dieses Slide wäre. Das passt nicht, weil das geht so und das ist so, aber ihr seid ja alle intelligent. Dann lasst uns nachdenken. Dann ist das hier, wäre die Klassik. Hier haben wir dann Folk oder was auch immer ihr denkt, was Folk ist. Also nochmal, ihr könnt nichts falsch oder richtig machen, es geht eigentlich nur darum, was ihr denkt, wo es wäre. Dann ist da hinten Jazz, und ich sage jetzt mal, hinter Elvira ungefähr oder kurz vor Elvira ist dann echt Free Jazz, ist also im Extrem. Ich habe es immer schon gewusst. Naja, nee, es geht nicht um mich. Das ist das Interessante. Ich bin vielleicht Musikologe, aber das ist nicht spannend. Spannend ist eigentlich nur, was ihr denkt. Und genau, und die andere Ecke ist Pop, und Pop ist ja auch sehr groß. Und in der Mitte ist irgendwas, naja, oh je, wie machen wir das mit dem Komponieren? Aber ihr seid ja irgendwie alle schlau. Ich sage, geht mal bitte auf euren Platz, wo ihr gerade euer Musikstück euch ausgedacht habt. Folk, Klassik, Jazz, Pop. Ja. Klassik, ja. Pop ist da hinten. Da hinten ist Pop, da ist Klassik. Ja, genau. Wer möchte was zu seiner Musik sagen? Beethoven Violinkonzert. Sehr schön. Na, das ist wirklich in der Ecke. Was noch mehr hier? Was haben wir noch? Mikro dazu? Soll ich was sagen, ja? Ja, klar. Nocturne von Chopin. Nocturne von Chopin. Violinkonzert heißt Orchester mit Violine, stimmt's? Und das ist ein Solo-Piano-Stück. Ne? Denkt nochmal drauf, ist zwar im selben Genre, aber ist auf einem ganz anderen Niveau. Noch jemand hier in der Rücken? Vielleicht was? Händel. Barock. Ja, deswegen war ich so unsicher, weil da unten der Barock steht, das habe ich gar nicht verstanden. Ja, wenn du willst, kannst du ja ein bisschen irgendwo dir den Platz suchen, wo du denkst von... Ja, aber ist gut, das ist auch ein Orchester, ist auch Kammerorchester in der Regel. Aber welches Stück? Okay, also Oper. Okay, ja, wie auch immer. Okay. Kommen wir zu den Folkies hier rüber. Was ist hier im Folk? Oder im Indigenous oder Ritual? Wer möchte was teilen? Ja, ich höre gerade so den Soundtrack von dem neuen Wes Anderson-Film und da ist viel Folkmusik dabei, glaube ich. Aber vielleicht ist auch Pop. Aber was für Folk ist es? Es sind so amerikanische Folk-Songs. Okay. Ja. Amerikaner oder wie auch immer. Ja, so Blues, Folk, würde ich jetzt mal sagen. Das ist immer so ein bisschen, wenn es vermarktet wird, dann ist es meistens da. Aber das macht ja nichts aus. Straßenmusik ist hier und Vermarktung ist da drin. Ja, genau. Jonathan Jeremiah ist so ein bisschen so Singer-Songwriter. Ich finde folkig. Ja, okay, gut. Ja. Harry Chapin ist also Folk, aber auch wahrscheinlich in der Vermarktung noch. Ja, weil ihr habt ein ziemliches Loch in der Mitte gelassen, ist auch interessant. Außer Gerhard, wo bist du? Mama, just kill the man. Ja, darum auch ein bisschen Klassik. Ja? 2 Wochen geübt hat er. Und ihr seid auch noch in der Mitte? Oder seid ihr verloren? Also ich hatte eben gerade die Werbung im Kopf, und zwar der Mais marschiert. Also hatte ich den Radetzky-Marsch. Oh. Und deswegen Compose.
Genau, und warum stehst du dann nicht hier? Nee, keine Fangfrage. Weil es für mich tatsächlich zu Klassik nicht gepasst hat, aber das wäre das nächste, wo ich gesagt habe, ist der also Radetzky-Massen dann nicht irgendwo auch ein bisschen das, ein bisschen das? Das heißt, da wird es schon schwierig mit so einer Vereinfachung. Okay, cool. Tim? Ja, ich bin bei den Beatles und den Film, den es dazu gibt, der ist ja großartig, wenn man sich 4 Stunden lang anguckt, wie sie tatsächlich immer produziert haben. Und insofern würde ich sagen, ist nicht nur dieses Performance-Thema, sondern sie haben ja auch Hoheit über die Musik. Das heißt, du bist eigentlich mehr von aus hier so, die gucken alle zu dir, weil die Beatles sind quasi, die haben das alles mit möglich gemacht. Okay, was gibt's hier noch alles? Ich habe ja auch mitgenommen. Wer will? Ah, cool. Ja, gibt Applaus. Okay, was gibt's noch? Wer will noch was teilen? Ihr seid die größte Gruppe, da solltet ihr ein bisschen mehr teilen. Wir gehen unter in der Masse. Ah, okay. Bei mir ist Van Halen Women and Children First, aber das kommt durch Simon. Okay, und jetzt? Jetzt stehen hier im Jazz. Christina. Ich stehe total falsch, also, weil das Problem ist, dass ich 4 Lieder die ganze Zeit im Kopf habe. Aber das eine ist Joan as Policewoman, Magic. Und da habe ich gedacht, eigentlich würde ich es eher in Jazz packen. Okay, okay, cool. Cool. Wir hatten ja auch schon mal über sowas Ähnliches gesprochen im Podcast. Noch einen weiter? Ja, hier. Kommt gleich. Ja, ich habe gestern Abend mit einem Freund Fela Kuti gehört in den Berliner Jazztagen, ich glaube 76 war das, und das hatte ich natürlich heute im Ohr. Und ich weiß gar nicht, ob ich mit Fela Kuti hier so richtig stehe. Ich könnte auch als Composer oder Conductor stehen, weil der macht das natürlich alles all-inclusive. Ne? Ja. Aber bei Jazz stehe ich persönlich schon richtig. Sehr gut. Okay, mich echt interessieren, weil ich weiß wirklich nicht, wo ich mich hier am besten platziere. Aretha Franklin, Respect, gehört irgendwie in die Mitte, oder? Naja, es ist ja auch schon ein bisschen mehr, wenn du willst, kannst du auch ein bisschen mehr Richtung Folk, Gospel, kann auch in die Richtung sein. Du siehst, es geht eigentlich nicht um die Ecken, sondern es geht eigentlich mehr, wo ihr euch im Raum verortet. Und auch ein bisschen, es gibt keine einfache Antwort. Es ist nicht alle, okay, ein paar Beispiele hier, oder wenigstens sagen wir Ornette Coleman, die sagen, ja, das ist schon klar die Richtung, oder Sacre ist schon in der Richtung. Aber mir geht es eigentlich vor allem darum, um das Gespräch zu führen. Als ich das gemacht habe letztes Jahr, wo es darum ging, welche Führungsposition wollt ihr denn mehr einnehmen, dann hatte ich jemand, der beim Jazz stand, da sagt er, ja, ich denke, wir müssen mehr improvisieren. Nee, sorry, wir müssen mehr, der stand bei Klassik. Anders im Raum. Der stand bei Klassik, sagt, ja, wir müssen Sachen alle viel besser organisieren, genau aufschreiben, und wir haben Spezialisten, die können das genau ausführen. Aber jetzt bin ich irritiert, weil der Secretary General, der steht da bei Improvisation. Und auf die Art benutze ich Musik, um manchmal Dinge auf den Tisch zu kriegen, die man besprechbar machen kann durch die Musik. Und Musik ist genial, weil das ist nicht gut oder schlecht, auch wenn du denkst, dass dir das nicht gefällt oder du meinst nicht gute Musik. Aber im Endeffekt, hey, die einen mögen Jazz, die anderen mögen Musicals und der nächste Klassik. In dem Sinn sind eigentlich alle gleich. Sollen wir noch eine Bewegung machen? Wir hatten es ja Halt im Haltlosen. Also wenn ich euch richtig verstehe und ihr habt jetzt euer Stück, dann steht ihr eigentlich da, wo ihr euch wohlfühlt. Habt ihr eine Idee? Oder geht mal bitte auf die Position, wo ihr sagen würde, oh, das würde mir nicht so gut gefallen. Ja, also praktisch geht auf eine Position, die für euch sehr challenging wäre. Und wir sind noch in der Musik. Aha, jetzt gibt es eine Völkerwanderung. Ja, genau. Wir brauchen da halt die Zeit, weil die sich nochmal zurückziehen müssen von gestern und heute alles zu verarbeiten. Da kannst du sagen, fangt an. Und beim Mittagessen könnt ihr euch immer... Genau, das heißt, ich stoppe. Genau, ich gebe das jetzt mit. Und wie enden wir? Genau damit. Okay, cool. Prima. Super. Also, das ist eigentlich der Moment, wo wir eigentlich in die Pause gehen können. Weil ich möchte eigentlich gerne auf die Art verabschieden, also nicht auf dem Podium, sondern sagen, danke, dass ihr mitgemacht habt. Und die Diskussion, die ihr jetzt habt, könnt ihr eigentlich in der Pause fortsetzen.
Und in dem Sinn, vielen Dank fürs Zuhören.